Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute geht es um das, was ihr hier seht. Gras. Und zwar Modellbaugras und das Thema Begrasen. Und ihr könnt es ja hier auch schon hoffentlich so ein ganz bisschen sehen. Dieses Gras, das steht. Und das ist ja genau das, was wir auch als Modellbauer immer wollen. Wir wollen ja, dass das Gras aufrecht steht. Jetzt denke ich, kann man das ganz gut sehen im Video. Und die Frage ist natürlich, wie bekomme ich das hin? Wenn ich jetzt einfach so Weißleim nehme und meine Grasfläche bestreue, dann bleibt das so flach liegen. Funktioniert also nicht. Und jetzt gibt es natürlich ganz, ganz viele tolle Tipps und Ideen, was kann man machen, dass das Gras auch wirklich steht. Ich habe bisher bei der Spur Z gar nicht mal das Thema damit gehabt, dass ich wollte, dass das Gras unbedingt steht, weil das natürlich auch mal maßstäblich sein muss. Und das Kleinste, was ich bisher gefunden habe, war immer 1 mm von der Höhe her. Und wenn das jetzt gut stehen würde auf der Anlage, hätte ich natürlich schon 22 mm oder 220 mm im Original. Also mal 220 ist ja 1:220 der Maßstab. Heißt auf gut Deutsch 22 cm Gras. Das funktioniert vielleicht auf einer Weide, das funktioniert aber nicht, wenn das ein schöner gepflegter Garten sein soll. Insofern war bei mir jetzt bisher beim Thema Spur Z Gras aufstellen gar nicht die große Frage. Jetzt habe ich aber noch ein H0-Projekt und da brauche ich das. Denn dort sieht man auch wirklich den Unterschied. Und ich habe lange gesucht, bis ich eine schöne Anleitung online gefunden habe, wie ich mir selber einen elektrostatischen Begraser bauen kann. Also wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, werdet ihr feststellen, es gibt von einigen Herstellern fertige elektrostatische Begraser. Das ist also ähnlich wie der Luftballon, den man sich durch die Haare zieht. Die stehen dann zu Berge. So steht das Gras dann eben zu Berge bzw. zum Himmel. Und die funktionieren natürlich auch gut. Die gibt es fertig, kosten je nach Hersteller 100, 150 Euro, nennen sich Grassmaster oder ähnliches. Und was machen die? Die laden im Endeffekt diese kleinen Grasfasern auf mit einer Elektrostatik, sodass die dann eben stehen. Man kann das Ganze auch erreichen mit einer Plastikflasche. Wenn man also das Gras in eine Plastikflasche füllt, die ein bisschen schüttelt, dann laden die sich elektrostatisch auf und dann kann man die so rauspusten, das ist deutlich günstiger. Aber wenn man pustet, dann pustet das ja immer in alle Richtungen weg. Also war für mich jetzt auch nichts, was so richtig in Frage kam. Und dann bin ich auf diese Online-Anleitung gestoßen, wie ich relativ schnell und einfach mir einen elektrostatischen Begraser bauen kann. Ihr seht ihn jetzt hier auch schon im Video. So sieht der aus. Das heißt, was haben wir da an Komponenten? Wir haben erstmal hier einen Handgriff, wo hier hinten auch ein kleines Batteriefach drin ist. Wir haben hier vorne ein T-Sieb, durch das die Grasfasern kommen. Und dann haben wir hier so ein nettes kleines Kabel mit einem Nagel. Von der Funktion her, das berührt dann den Untergrund, den Weißleim, was auch immer ich dort habe, um das Gras am Ende festzuhalten. Und dann gehe ich damit mit dem Gras da drin darüber, möglichst in einer Entfernung 1 bis 3 cm. Und das Gras stellt sich auf. Soweit die Theorie. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie komme ich denn zu so einem Gerät und was muss ich dafür bezahlen? Und die Antwort ist unglaublich einfach. Und zwar kostet das Ganze weniger als 10 Euro, deutlich weniger. Bei Amazon aktuell bekommt ihr diesen Griff plus noch ein bisschen was extra. Nämlich sowas hier zum Beispiel für 1,99 Euro. Und auch bei Amazon das T-Sieb, in meinem Fall jetzt hier für 2,99 Euro. Das heißt einmal 3 Euro, einmal 2 Euro bin ich bei 5 Euro. Und dann habe ich noch so ein bisschen Nagel, Kabel, solche Sachen. Also 5,20 Euro Materialwert vielleicht. Wenn ihr das Ganze euch kauft, und da übrigens spannende Sache, wenn ihr bei Amazon nach einer elektrischen Fliegenklatsche, und das ist es nämlich, sucht, schlägt er euch schon vor, wird oft zusammengekauft mit einem T-Sieb. Also ich bin nicht der Erste. Es ist auch nicht meine Idee, um es ganz klar zu sagen. Ich habe es selber im Netz gefunden. Ich wollte es euch nur einmal zeigen und gleich eben auch, wie es funktioniert. Also, dann haben wir hier diese elektrische Fliegenklatsche, wie sie von Amazon kommt. Und wie bekomme ich jetzt daraus
das Gerät. Erstmal, in dem Modell hier gibt es 4 Schraublöcher. Die Schrauben habe ich jetzt hier schon alle rausgenommen. Und ihr seht auch hier hinten das Batteriefach, ganz, ganz wichtig, wenn ihr da dran rumbastelt. Das muss natürlich leer sein. Und dann könnt ihr das schon aufmachen. Wir nehmen jetzt hier den fertigen mal weg und machen das Ganze mal auf. Und was kommt zum Vorschein? Es ist unglaublich einfach. Wir haben hier unseren Drucktaster, der die Fliegenklatsche aktiviert. Wir haben hier hinten die Verbindung zu den beiden Batterien. Dann haben wir hier eine kleine Platine und dann haben wir hier 2 Anschlüsse. So, und das Einzige, was wir machen müssen, ist hier vorne das Gelbe entfernen und diese beiden Anschlüsse, also hier blau und rot, verbinden mit den beiden Komponenten, die wir noch zusätzlich brauchen. Und zwar einerseits mit unserer quasi Erdung, die auf die Anlage kommt, und auf der anderen Seite mit dem T-Sieb. Was ganz genial ist, hier vorne kann man wunderbar ein T-Sieb reinpacken. Also wenn ich das mal rausnehme, seht ihr schon, was steckt da eigentlich hinter? Nichts. Und da kann man jetzt wunderbar den Griff von einem T-Sieb reintun. Ich habe das bei mir gemacht, indem ich den da reingesteckt habe. Und dann habe ich einfach mit Heißkleber das Ganze festgeklebt, bis es dann ordentlich hielt von sich aus schon. Und habe mich dann an das Thema Löten gemacht. Was ich auch festgestellt habe, um es euch gleich zu sagen, dieses T-Sieb ist hinten aus dem gleichen Material wie hier vorne. Das ist so eine Art Edelstahl mit irgendeiner Art Beschichtung. Und es ist unglaublich schwer für mich gewesen, hier wirklich eine feste Lötverbindung herzustellen an diesem Material. Ich habe das bearbeitet, ich habe es geschmirgelt, was auch immer, aber es hat nicht gehalten. Ich habe es mir dann ganz einfach gemacht. Ich habe ein Kabel verlegt, also von dem roten bzw. blauen, es ist vollkommen egal, wie rum ihr das macht. Hier hinter dem Griff lang, und ihr seht das vielleicht hier vorne, da guckt es an manchen Stellen so ein ganz bisschen raus. Dahinter, ich habe das einfach komplett abisoliert und einmal als Litze hier rumgelegt. Das ist ein Klingeldraht. Habt ihr vielleicht zu Hause, kriegt ihr sonst unglaublich günstig im Baumarkt. Immer praktisch zu haben. Und dieser Klingeldraht, der geht also hier raus, hier einmal komplett rum, hat also überall die Verbindung zu dem Netz und kommt hier von der Schaltung. Das zweite, was an den zweiten Pol kommt, also zum Beispiel an den auf der anderen Seite, ist ein weiteres Kabel. Habt ihr mit Sicherheit, wenn ihr Modellbahn betreibt, auch rumliegen, könnt ihr irgendeins nehmen. Es muss nur von der Länge her so sein, dass ihr am Ende angenehm damit arbeiten könnt. Und dieses Kabel müsst ihr dann mit irgendeinem elektrischen Leiter verbinden, der auf die Anlage kommt, wo ihr das Gras hin haben wollt. So, ganz wichtig ist, die beiden Sachen hier, wenn die sich berühren, ich mache es mal an, dann knackt das. Das ist das, was normalerweise die Fliege abbekommt, wenn die beide Sachen berührt. So. Das wollt ihr natürlich nicht haben, wenn ihr damit arbeitet. Das heißt, wenn ihr hier einfach nur einen Nagel nehmt und diesen Nagel nicht weiter isoliert in irgendeiner Form und ihr fasst den an und ihr arbeitet damit und berührt dann zufällig das Ganze, oder ihr kommt zufällig selber gegen eins der Metallteile mit dem Finger, dann bekommt ihr das, was die Fliege bekommt, und zwar einen kleinen Schlag. Das ist nicht gefährlich, aber es ist unangenehm. Ich habe das für mich so gelöst, ich habe hier so eine Art Dübel genommen, da den Nagel durchgeführt, hier oben das Kabel an den Nagel gelötet, Heißkleber drauf, Isolierband rum, und jetzt habe ich hier wunderbar, sogar mit so einer Art Griff das Ganze, und die beiden können sich hier berühren. Da passiert überhaupt nichts, man bekommt keinen Schlag. Das ist so eine kleine Ergänzung zu dem, was ich an den Anleitungen im Internet gesehen habe, die eben mit so einem freien Nagel gearbeitet haben, was für mich einfach unglaublich unangenehm war. Und es funktioniert exzellent. Ich schaue es mir gleich gemeinsam mit euch einmal an, wie man das macht. Aber das war es eigentlich auch zu dem, was ihr tun müsst. Also hier vorne das Sieb rein, einen der beiden Pole mit dem Metall von dem Sieb verbinden, den anderen mit eurer Erdung, das Ganze schön festmachen, wieder zuschrauben, Klappe zu, Deckel drauf, Batterien rein und los kann es gehen. Wenn ihr geschickt seid,
mit dem Lötkolben und sowas schon ein paar Mal gemacht habt, solche Arbeiten, und ihr jetzt ja wisst, wie es geht. Zeitansatz 10 Minuten, Viertelstunde. Also ich habe für das Ganze mit Ausprobieren vielleicht 20 Minuten gebraucht und ich bin von dem Ergebnis absolut begeistert. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal live, wie es funktioniert. Ihr wisst, wir machen hier One-Take-Videos, das heißt ein Take und entweder es klappt oder nicht. Insofern wünsche ich uns mal Glück. Wir nehmen hier also ein bisschen Weißleim auf unsere Testfläche, verteilen das noch ein bisschen, weil wir hier ein bisschen Gras pflanzen wollen und keinen Grashügel anlegen wollen. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich habe jetzt hier für euch unterschiedliche Längen an Fasern vorbereitet und wir fangen jetzt mal mit einer überwiegend 6 mm Faser an. Das Ganze ist also jetzt ein bisschen gemischt. So, jetzt tun wir die da rein. Da ist sie drin. Und jetzt legen wir schon mal los. Ich zoome euch einmal ein bisschen ran, dass ihr das besser sehen könnt, was da passiert. So, da haben wir das Ganze. Dann haben wir hier unsere Erdung. Die kommt hier auf den Boden. Und dann legen wir los. So. Und was ihr jetzt sehen könnt, ist, die Fasern kommen da hoch. Man kann das vielleicht im Video noch gar nicht ganz so genau sehen. Das müssen wir gleich mal gucken. Die hängen tatsächlich wirklich unten dran. Wenn ihr also hier den Abstand habt, so 1 bis 3 cm, dann stellen die sich auf. Ich kann euch das ja einmal kurz zeigen, was wir hier gerade produziert haben. Gehen wir ein bisschen näher ran. Und jetzt seht ihr, wie diese unterschiedlichen Faserlängen hier stehen. Also das sind jetzt 6 und 12 mm, die ich hier mal reingehängt habe. So sieht das Ganze jetzt schon aus. Und jetzt können wir ja mal nur lange Fasern nehmen, also nur 12er. Das ist quasi so mit gefühlt das längste, was man am Markt irgendwie kaufen kann. Gleiches Prinzip wie eben. Einmal ran mit der Erdung oder zumindest dem zweiten Pol. Und dann legen wir hier los. Und jetzt seht ihr auch wieder, das Ganze stellt sich auf. Je nachdem, wie geschickt man das macht. Ich zeige es euch gleich nochmal im Ergebnis. Das waren jetzt die überwiegend 12 mm Fasern. Die stehen jetzt nicht alle komplett gerade. Dafür hätte ich jetzt noch deutlich gerader natürlich mit dem Gerät hochgehen müssen und nicht so ein bisschen hin und her fummeln. Also ich habe hier immer von der Bewegung hier eher seitwärts gearbeitet. Aber ihr seht, das Ergebnis ist auf jeden Fall deutlich, deutlich besser, als wenn ich einfach Fasern nehmen würde und die jetzt hier, das sind jetzt die gleichen Fasern wie eben, nur um euch mal den Vergleich zu geben, wenn man die jetzt nicht elektrostatisch auflädt, sondern so auf dem Boden tut. Und dann seht ihr hier auch schon den Unterschied. Ist natürlich jetzt hier viel zu viel drauf, das muss am Ende abgesaugt werden. Das ist die flache Variante und das sind hier die 6 mm, die wirklich ganz, ganz gerade stehen. Also ich kann euch nicht sagen, ob der offizielle Grassmaster und wie sie alle heißen, vielleicht bei den 12 mm Fasern noch ein intensiveres Ergebnis erzeugt. Ja, also was ich euch sagen kann, ist, das zieht die Fasern hier wirklich richtig hoch, wenn man das macht. Aber für meine Zwecke perfekt im Einsatz, wirklich super. Das Ergebnis, gerade hier im Bereich 6 mm, richtig, richtig beeindruckend. Das steht wie eine 1 alles. Und das Ganze für einen Materialwert von, wie gesagt, 5,20 €. Insofern, ich bin wirklich überzeugt davon. Wenn ihr was Ähnliches ausprobiert habt oder vielleicht andere coole Ideen habt, wie man jetzt Grasfasern wirklich zum Stehen bekommt auf der Anlage, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und auch wenn ihr es selber ausprobiert habt, was eure Ergebnisse damit waren. Bei mir hat es exzellent funktioniert. Der Zusammenbau war auch unglaublich einfach. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich auf euer Feedback dazu. Vielen, vielen Dank.